Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf W60, auf dem Challenge-Server, ja, wo wir immer noch um unseren Bart kämpfen hier, wo ich mir allerdings nicht mehr so viel Hoffnung ausmale. Ja, ich habe mich schon damit so mehr oder weniger abgefunden, dass das Ganze nicht mehr klappen wird in der vorgegebenen Zeit. Wir haben noch, wenn wir heute noch ein bisschen Gas geben, sag ich mal, schaffen wir vielleicht noch ein Level und dann haben wir noch 30 Stufen vor uns in, nicht mal mehr 30 Tagen. Und das wird natürlich sehr schwierig werden. Wir müssten jeden Tag noch ein Level irgendwie schaffen und das wird auf dem Niveau wahrscheinlich nicht mehr klappen. Das heißt, ja, wie gesagt, Leute, ich habe mich abgefunden. Das Ding ist gelaufen, das Ding ist durch. Ja, das ist vorbei. Ich gebe aber trotzdem noch mein Bestes und gucken, wie weit wir innerhalb von den 200 Tagen kommen werden. Und ich sehe es positiv. Ja, nachher im Juni, da kommen nachher so langsam wieder die etwas höheren Temperaturen. Ne? Da braucht man jetzt nicht unbedingt jetzt hier so ein Vollbad. Ne? Also ja, das stört dann nachher auch einfach nur, das ist dann unnötig warm und man schwitzt und ne, wenn's sommerlich warm ist so, dann ist es halt besser, wenn man vielleicht auch kein Bad hat. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall werden wir heute mal versuchen, folgende Dungeon-Gegner hier zu besiegen. Ja, House of Horrors, ja, den sollten wir hinkriegen. Den möchte ich mir auch reinsnacken hier und den eigentlich auch. Also das sind so die drei, die ich mir für die heutige Folge vorgenommen habe. Bevor ich aber die angreife, ja, will ich ganz gerne mal schauen, was... Oh, 25%. Ich meine, ich mache heute eh nicht mehr großartig Progress hier irgendwie. Selbst wenn ich ein Level aufsteige, neues Equipment hole ich mir auch nicht. Vielleicht haben wir eine Chance, ich habe keinen Ingame-Sound an, mache ich gleich an. Vielleicht haben wir eine Chance, dass wir den besiegen, dann stehen unsere Chancen noch ein bisschen höher, aber ich glaube nicht. Weil ich da pro Tag vielleicht so 10% oder so mittlerweile nur noch mache. So, jetzt haben wir einen leisen Ingame-Sound im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob man das so richtig immer hört in der Aufnahme. Aber für mich ist es auf jeden Fall ganz angenehm. Okay, also wenn wir den Graughoul, das ist ja unsere Hardcore-Bremse hier im Wirbelwind, im Wirbelwindsturm, ja, wenn wir den aus dem Weg geräumt kriegen, das wäre natürlich hammerhart, ne? Also der steht hier nicht auf der Liste drauf, hier der Wirbelwind wird hier nicht mitgezählt, aber das war ja, an den haben wir uns ja schon mal die Zähne ausgebissen. Wir wollten ja zum Hexen-Event, wollten wir im Wirbelwind ein bisschen vorankommen und das ist auch machbar. Wenn wir den hier aus dem Weg räumen, dann stehen uns danach ein paar Etagen for free zur Verfügung. Ja, aber selbst damit wird es halt eng mit der Challenge so. Ne? Und aber wir würden uns auf jeden Fall ein Stückchen, sag ich mal, der 400 nähern. Und das Ding mit dem Arena Manager, ich kriege jetzt auf jedes Item, kriege ich jetzt hier Runen drauf, was die ganze Challenge sowieso schon irgendwie hinfällig macht, weil ich jederzeit halt eben, ne, keine Ahnung, mit Quest-Equipment hier rumlaufen würde, was ich nicht mache. Aber ja, alleine, dass schon die Option besteht, weil ich mich einmal in der Handy-Version hier verklickt habe mit dem Zeug. Also das ist halt sehr, sehr ärgerlich gewesen und das schneidet mich natürlich noch weiter hier ein in der Challenge. Auf jeden Fall gucken wir mal. Bevor wir, wie gesagt, unsere 3 Hauptgegner hier erlegen, will ich mal gucken. Was? Der hat jetzt... Den haben wir jetzt besiegt? Letztes Mal sind wir da so krass an dem verzweifelt, ne? Holy shit, Alter, wir haben ihn. Die größte Bremse im Wirbelwind haben wir. WTF? Ja, das ist ja richtig nice. Jetzt können wir... Ich weiß nicht, ob jetzt nochmal vorher ein Hexen-Event kommt oder so. Aber das könnten wir ja nutzen. Obwohl, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie viel jetzt die Items bringen im Wirbelwind. Also,
ich weiß nicht, also für mich ist im Wirbelwind jetzt tatsächlich eher die Erfahrung von Bedeutung als jetzt großartig das Gold, weil, sind wir mal ehrlich, keine Ahnung, was machen wir da, wenn es gut läuft, jetzt noch im Wirbelwind an Statpunkten? Lass es vielleicht 100 Statpunkte oder so sein, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt die Welt, ne? Für wie das Magazin, für unser Vorhaben hier. Aber wir können mal schauen, ob wir jetzt ein bisschen vorankommen hier. Ich weiß noch, dass ich kann mich daran erinnern, dass nach der Hardcore-Bremse hier noch ein, zwei Gegner kamen, die auch noch relativ schwierig waren. Zum Beispiel wie der verkaterte Stiefler hier, der verstiefelte Kater, Brainlag, der gestiefelte Kater, so ist das Original. Da waren so ein, zwei noch nach dem, aber wenn wir jetzt hier erstmal so Richtung Etage 500 gehen, dann steht uns hier eigentlich die Welt offen. Dann schaffen wir dann noch easy bestimmt so 50 weitere Etagen, einfach mal so. Aber der verkaterte Stiefler, der ist auch nochmal eine ordentliche Herausforderung. Aber ich bin ja schon begeistert, dass wir überhaupt den Graugul jetzt aus dem Weg geräumt haben hier. Ne? Also das ist ja schon eine ordentliche Leistung, die wir hier heute erbracht haben, bevor wir überhaupt an unsere Main-Dungeon-Gegner hier rangehen. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal kurz in die Dungeons rein und schauen mal, ob wir hier was hinbekommen. Dazu müssen wir in die Schattenwelt. Das sind nur Schattenwelt-Gegner. House of Horrors, ja. Konzeptioneller Beweis. Mal schauen, ob wir den hier besiegt kriegen und ob das auch von der Erfahrung reicht, dass wir hier Stufe 7, dass wir 370 heute hier schaffen. Weil die neueren Dungeons, ne, ihr wisst ja, die geben nicht allzu viel XP. Wie viel hatte der jetzt gebracht? Ja, nicht allzu viel XP, ne? Und immer sind hier Runen drauf. Und ich kann sie nicht verwenden. Das ist wirklich, ja, das ist Schwachsinn. Aber wir können schon mal den ersten hier wegstreichen. So nämlich. So wird ein Schuh draus. Mal schauen, ob wir den nächsten gleich hinterher geklatscht kriegen hier. Oder ob der noch ein bisschen auf sich warten lässt. Aber der sieht ganz gut aus von den Tries her. Der macht mir Hoffnung. Der gibt mir das gewisse Etwas hier, dass wir heute noch Stufe 370 erreichen und uns zumindest in Anführungszeichen nur noch 30 Level fehlen, was wir niemals zusammenkriegen werden. Also theoretisch ist das Ding schon GG hier an der Stelle. Also man könnte jetzt schon aufhören, weil es wird so in der Form nicht mehr machbar sein. Auch wenn wir den jetzt noch besiegt haben hier. Ne? Den können wir uns mal anschauen. Ja, was wir hier für Crit-Treffer rausgehauen haben. Den haben wir nochmal oben drauf. Der war gar nicht auf der Agenda tatsächlich. Oder? War der auf der Agenda? House of Horrors? Nee. Das war Dracula, ne? Dann können wir den streichen. Oh Gott, der Strich ging bis nach unten. Also der hatte eine 0,3%ige Chance. Also der war gar nicht so gut hier. Und der 0,16, okay. Ja, dann gucken wir erstmal bei den Idolen vorbei hier, ne? Dauerschleife der Idole, ja. Ob das so Idole sind, das muss natürlich jeder für sich selbst wissen hier, ne? Aber natürlich lassen wir uns das nicht nehmen, hier den Idolen auch ein bisschen den Popo zu versohlen. Ja, da ist ja wieder der Knüller. So, komm, bevor wir hier noch weitere komische Sprüche raushauen, hier geben wir ihm mal eins auf die Rübe hier, auf seine kleinen Hörnchen hier, der Sacré-Blé. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, ist, glaube ich, ich kann das immer nicht auseinanderhalten. Ein Tscheche oder ein polnischer Shakes-Fidget-YouTuber. Eins von beiden. Sucht euch was aus. So, ich hatte den letztes Mal, glaube ich, schon probiert. Ne? Der hat eine 1%. Ey, was habe ich denn heute mit meinen Sprachfehlern, Mann? Tut mir leid, ich bin schon ein bisschen wach heute wieder. Aber wir hatten den schon mal probiert mit einer 1%igen Chance. Und
der ging letztes Mal schon nicht. Also ich weiß nicht, diese Dauerschleifengegner, die sind manchmal echt komisch von den Berechnungen her, irgendwie habe ich das Gefühl. Also manchmal kommt einem das nicht so vor, als ob das hier eine einprozentige Chance ist. Gucken wir mal erstmal bei dem nächsten Gegner rein. Der 13. Hector. Und da sage ich euch, der wird jetzt vorher liegen. Obwohl der von den Chancen her nicht ganz so gut ist wie der Zacreblé in der Dauerschleife der Idole. Aber der hier, der Harnis, der wird uns jetzt auf 370 befördern hier. Sag ich. In unter 20 Tries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 12, 13, 14. Okay, also so ganz geklappt hat es jetzt nicht. Aber ich möchte den tatsächlich schon ganz gerne... Oh, wie knapp war der denn jetzt, bitteschön? Ich möchte den schon ganz gerne besiegen können, weil das ist unser garantiertes Level-Up. Safe Call auf jeden Fall, weil der 13. Stock ist noch ein etwas älterer Dungeon und der sollte eigentlich 300 Mio geben. Außerdem befinden wir uns hier schon auf Etage 8 von 10 in dem Dungeon, was das Ganze natürlich nochmal unterstützt. Und ja, deswegen, komm, Hannes, gönn mal hier ein bisschen. Gönn uns das Level-Up hier, komm, gönn uns die 370. Ich meine, 370 hört sich schon mal erstmal gar nicht so verkehrt an, ne? Also, wenn man es so sieht, ne? Aber ja, unsere Kapazitäten sind halt ziemlich erschöpft, was die Dungeons angeht. Und ja, ich überlege, was könnte man noch machen? Man könnte, ja, weiß ich nicht, beim nächsten Fest der Festungs-Event vielleicht Steine skippen. Aber wir haben halt auch nur... ja, weiß ich nicht, begrenzt. Also ich hatte schon überlegt, ziehe ich die Mine höher, aber wir müssen dann halt auch die Festung höher machen, weil meine Festung ist halt Stufe 17 und wenn ich die auf 18 machen will, ich muss die erstmal auf 17 bringen überhaupt erstmal, ne? Und da haben wir halt auch krasse Ressourcenprobleme und dann kommen wir halt auch nicht höher als die Festung selbst und ja, weiß ich nicht. Wir haben jetzt ja uns schon neu equipped, was die Steine angeht. Das Einzige ist halt, man könnte die Begleiter noch voll legendär steintechnisch equippen, aber da sind unsere Chancen auf orange Steine auch relativ niedrig angesiedelt und ja, ist alles nicht so das Wahre, ne? Also ich werde mich auf jeden Fall geschlagen geben hier. Ach Mensch, sag mal, das läuft aber hier heute nicht so nach Plan. Vor allen Dingen, ne, überlegt euch mal, wir haben vorhin den Gegner mit 0,3 haben wir relativ easy besiegt und jetzt den Gegner mit 1% und jetzt hier mit 0,7 oder 0,8 oder was das war. Ja, da beißen wir uns jetzt so die Zähne aus, ne? Aber da kann man auch mal wieder gut sehen, die Prozentchancen weisen halt nicht auf einen direkten Win oder Lose hin. So, du kannst auch mega Pech haben, wenn dein Gegner eine Gewinnchance von 10% hat oder so. Das heißt nicht, dass du den in unter 10 Versuchen oder in 10 Versuchen irgendwie besiegst, sondern wenn du Pech hast, halt auch vielleicht in 50 oder 100 oder so, ne? Also, das ist halt nur eine Prozentchance, ne? Es ist nicht garantiert, dass es dann halt auch der definitive Sieg ist. Mensch, das gibt's doch nicht. Also das ist ja wirklich hier eine Frechheit. Ich gehe nochmal an den Wirbelwind, ja, vielleicht kommen wir hier an den verkaterten Stiefler hier vorbei. Das wird mich auf jeden Fall noch freuen, aber wir müssen heute noch unbedingt irgendwie die Stufe 370 erreichen. Das gibt's doch nicht. Also das kannst du doch keiner erzählen hier. Das muss man doch irgendwie jetzt hinkriegen hier, ne? Haben wir noch irgendeinen anderen Gegner? Dass die beide nicht fallen. Das kann ich nicht begreifen. Das geht nicht in meinen Kopf rein, ne? Also wirklich. Die Chancen sind eigentlich gar nicht so verkehrt für ein paar Tries, so, ne?
Also klar, man muss schon mit ein paar Pilzen rechnen, auf jeden Fall. Das demotiviert mich jetzt gerade sehr. Also, dass wir nicht mal an den vorbeikommen hier, ne? Was war der andere? Ja, Continuous Loop. Gucken wir hier nochmal rein. Hier bin ich mir halt nicht mal schlüssig, ob mir der hier ein Level abbringen würde, ne? Weil die Anfangsgegner vom YouTuber-Dungeon, die sind halt... Tja, haben wir ihn. Der hat mir kein Level abgebracht. Oh Mann. Ja, dann müssen wir nochmal hier rein. Hier, gucken wir nochmal ihn hier. Mit der 0,1 oder 0,2% Chance. Also, ja. Gut, die Versuche sehen jetzt nicht deutlich besser aus. Da sahen die jetzt hier bei ihm schon natürlich besser. Also wir hatten ihn schon fast besiegt, ne? Also der wird jetzt fallen hier. Also jetzt machen wir hier, aber jetzt gehen wir Endspurt. Der wird uns jetzt hier heute und jetzt auf Stufe 370 befördern. Das kann nicht sein. Den müssen wir, also erstmal streichen wir jetzt erstmal nochmal den durch hier, ne? Das ist erstmal noch eine Genugtuung hier. Aber ansonsten Hector. Warte mal. 13. Ja, Hector. Also Hannes heißt Hector, ja. In Englisch. Das ist ja auch irgendwie lustig. Ja. Ich weiß nicht. Ich bin gewillt, hier irgendwie random anderen Gegner auszusuchen. Obwohl die sind alle noch schwieriger hier. Also er ist schon der, wo wir jetzt eigentlich so langsam vorbeikommen müssten. So. Und das werden wir jetzt auch tun. Ne? Ansonsten wird die Folge heute nicht enden. Ich habe Angst gehabt, diesen Satz zu beenden. Ein Glück sind wir in dem Moment auf Stufe 370 gekommen. Sehr schön. 30 Level to go. Wir gucken uns nochmal ganz kurz den Try an. Ja. Weil ich hatte letztes Mal auch irgendeinen Try, da hatte ich nicht drauf geachtet, den habe ich nicht gezeigt. Und da wurde ich in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass der auf jeden Fall sehenswert gewesen ist, aber ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Deswegen gucken wir uns nochmal den Gegner hier, beziehungsweise den Fight an, der uns auf 370 hier befördert hat. Also was der auch an Schaden raushaut, ne? 300 Millionen, sehr schön. Ja, Stufe 370 haben wir erreicht. Trotzdem sieht es nicht viel besser aus mit unserer Challenge, ne? Aber was willst du machen? Ne? 370. Gut, Leute. Das war's soweit. Wir haben das geschafft, was wir schaffen wollten. Damit sind wir fertig mit der Episode hier. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Falls ihr nicht verpassen wollt, wie der Bubi-Dorzer wieder zurückkehrt, dann lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da, um das Ganze hier nicht zu verpassen. Und das war's soweit von mir. Ich verabschiede mich, haut rein und bis zum nächsten Mal.